meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten. Und zwar machen wir heute hier so eine, ja, Jakobsleiter. Das finde ich ganz süß. Das ist hier so ein, wie so eine Art kleines Album. Hier zwischen kann man dekorieren, da kann man auch Fotos zwischenstecken. Natürlich hier von beiden Seiten. Ja, und das wollte ich schon immer mal machen. Hier, das war mein Prototyp. Vielleicht kann man es hier ein bisschen besser sehen. Na, so rum. Ja. Also, wie gesagt, das war mein Prototyp und ich wollte euch heute zeigen, wie das geht. Das kommt zustande durch diese besondere Bindung, die das hat. Und wir legen mal gleich los, weil es wird ein bisschen länger dauern. Wir brauchen 6 Stücke. Ich habe hier diesen weißen Siebdruckkarton genommen. Kann man auch Graupappe nehmen, was man halt da hat. Und das hat ein Maß von 10:8. Also die Maße könnt ihr euch entsprechend anpassen, wie ihr das gerne wollt. Und das brauchen wir 6 mal 10 mal 8. Und ich umkleide mir den Rand mit Washi-Tape. Ne, also hier auch. Hier, das hatte ich so den Eindruck, als wenn das so ein bisschen wie Pfötchen sind bei den Tieren hier. Und also wie gesagt, der Rand wird mit Washi-Tape umkleidet. Dann nehmt ihr eins, das halt eine ganz angenehme Breite hat, nicht zu breit. Klebt das hier zur Hälfte also auf. Dann schneide ich mir das immer so zurecht, wie als würde ich ein Buch beziehen. Also hier so ein bisschen schräge ich mir das hier so ein bisschen an. Und dann wird das umgelegt. Dann kann man da mit dem Falzbein nochmal drüber gehen. Über beide Seiten. Und dann geht es weiter, die nächste. Das ist natürlich hier immer dann so ein bisschen klebrig. Auch hier wieder. Na. So ein bisschen anschrägen. Die eine Seite hier glatt schneiden. Auf der anderen Seite machen wir das auch. Glatt und anschrägen. Und dann umlegen. Wenn man dann hier nicht ganz gerade ist, das Washi-Tape, das verzeiht das ganz gut. Dann kann man hier auch, wie gesagt, nochmal mit dem Falzbein drüber gehen. Und das machen wir auf allen Seiten. Ihr braucht wie immer nicht mitschreiben. Ich schreibe euch die Maße und das, was wir alles brauchen, schreibe ich euch in die Infobox. Das war mir jetzt hier das mit dem Washi-Tape. Das war jetzt eine ganz einfache Geschichte. Man kann das natürlich auch richtig wie ein Buch beziehen. Aber das war mir jetzt zu aufwendig. Dieses Video habe ich gesehen bei Indras Basteloase. Die hat das auch schon mal gemacht. Guckt doch da auch gerne mal vorbei. Die macht auch ganz hübsche Sachen. Und ja, so, also hier wieder so ein bisschen anschrägen. Ansonsten findet man Anleitungen für eine Jakobsleiter. Habe ich auch ganz viele schon auf Pinterest gesehen. Das sind allerdings dann meistens schriftliche Anleitungen. Und ich dachte mir, das kann man mal kurz zeigen.
So. Dann müssen wir uns das weiter vorbereiten. Also wie gesagt 6 Stück. Und jetzt müssen wir da Markierungen aufbringen. Und zwar bei 1 Zentimeter nehmt ihr euch einen weichen Bleistift zur Hand und zieht euch hier eine Linie. Das kann man mit dem Geodreieck ganz gut machen. Dann legt man das hier an den ersten Strich. Dann bei der Mitte bei 5. Und auf der anderen Seite auch bei 1 Zentimeter. Ich hoffe, das haut jetzt hin, weil ich jetzt meinen Kopf da nicht drüber hängen möchte. Dann dreht ihr das so um, als würdet ihr eine Seite umblättern. Und macht das auf der anderen Seite auch. Also 1 Zentimeter markieren bei 5 Zentimeter, also bei der Mitte, je nachdem, welche Größe ihr da machen möchtet. Bei der Mitte und auf der gegenüberliegenden Seite. Dann kommt da auch jetzt gleich Klebeband drauf. Und zwar habe ich jetzt hier mal so ein Abreißklebeband benutzt. Also ihr legt das so vor euch hin und klebt hier genau unter die Markierungslinie, klebt ihr den ersten Streifen. Unten ebenso über die Markierungslinie. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite in der Mitte. So. Und wieder umdrehen wie eine Buchseite und auf der anderen Seite genauso verfahren. Na. Und hier wieder in der Mitte. So. Also das erschien mir jetzt irgendwie besser mit dem Abreißklebeband. Normalerweise nehme ich ja immer das andere Klebeband, aber dann hätte ich da immer schneiden müssen und dann sieht man es nicht so gut. Also wir merken uns, auf der rechten Seite sind immer 2, also oben und unten, auf der linken in der Mitte. Wir drehen um, wieder auf der rechten Seite 2 Stück, oben und unten, linke Seite, Mitte. Das macht ihr jetzt bei allen anderen auch. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Außer bei 2. Die haben das nur auf einer Seite, weil das wird der Deckel, also hier der Deckel und das Unterteil, die brauchen das nur auf einer Seite. Das haben wir gemacht. Jetzt schneiden wir uns zurecht 12 Papiere, mit denen wir das beziehen wollen. Ich habe jetzt mich hier mal für ein Reisethema entschlossen. Und jetzt müssen wir das, legen wir uns das erstmal hier so untereinander hin. Da müsst ihr euch dann entscheiden, was auf die Vorderseite kommen soll und was auf die Rückseite. Wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, wenn ihr hier so ein glattes Papier habt wie hier, dann ist das natürlich vollkommen egal. Wenn ihr jetzt aber hier ein Thema habt oder Muster mit Schrift, weiß ich nicht, dann solltet ihr darauf aufpassen.
Dann nehmen wir uns das wie folgt von dem Stapel. Also das hier soll die Vorderseite werden. Dann nehmen wir das erste aus dem ersten Stapel, das zweite aus dem zweiten Stapel, das vierte aus dem ersten Stapel, das fünfte, glaube ich, nee, das vierte, das fünfte und das letzte. Das wird mein erster Stapel, der kommt hier hin und hier genau umgekehrt. So, dann brauchen wir 15 Bänder, à 16 cm. 15 Bänder, 16 cm. Ich fand, das passte jetzt hier von der Farbe ganz gut. Und wir fangen an. Wir nehmen uns jetzt erstmal das erste, was nur eine Seite beklebt hat mit den Klebestreifen. Und wo ist mein Pickser? Da ist mein Pickser. So, dann ziehen wir das jetzt hier ab von dem doppelseitigen Klebestreifen. Und dann kleben wir jetzt die Bänder auf. So, die kommen beide nach rechts, oben und unten. Das kommt nach links. Darauf achten, dass das Band schön in der Mitte von dem Klebestreifen sitzt. So, dann nehmen wir uns das erste Bild und werden das jetzt hier aufkleben über die Bänder. Das mache ich gerne mit Flüssigkleber, damit das nicht so, damit man es halt noch ein bisschen verrutschen kann. Diese Papiere haben ein Maß von 9,8 auf 7,8. Also die sind 0,2 Zentimeter kleiner als die Pappen. Aber ich muss mir mal einen anderen Kleber nehmen. Gut, ich finde jetzt keinen. Ich nehme mal den hier. Weil der Tombow, da kommt mir immer so viel raus. Dann gehen wir da noch ein bisschen drüber und legen uns das jetzt hier mal zur Seite. Dann nehmen wir uns das nächste, entfernen hier die Schutzfolie. Wir kümmern uns jetzt nur um eine Seite. Und bringen da wieder die Bänder auf. Legen uns das hin. Und jetzt werden nach und nach unsere Bildchen aufgeklebt. Wer das jetzt nicht sehen möchte, wie ich hier klebe, der spult gerne vor. Und dann sehen wir uns gleich beim Zusammenbau wieder. Schön ausrichten, gucken, dass es überall den gleichen Abstand hat, nach Möglichkeit. Nochmal mit dem Falzbein drüber gehen und zur Seite legen.
Und das nächste. Schutzfolie abziehen. Bänder aufkleben. Bild aufkleben. Gucken, dass es überall schön den gleichen Abstand hat. Andrücken, zur Seite legen, das nächste nehmen, die Schutzfolie abziehen, die Bänder aufkleben. Es tut mir sehr leid, dass ihr das jetzt mit ansehen müsst, aber leider geht es nicht anders. Ich hätte das jetzt nicht weiter vorbereiten können, weil ich euch ja was zu den Bildern sagen musste. Und deshalb ging das jetzt nicht, dass wir dass ich das hätte vorbereiten können. Also ich hätte das ja schon alles bekleben können, aber ich wollte euch ja zeigen, wie es geht, und deshalb müsst ihr da jetzt durch oder vorspulen. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo, ganz besonders über einen Kommentar von euch, wenn euch das gefällt, ob ihr das kanntet, diese Jakobsleiter, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob ihr vielleicht einen Tipp habt, wie man es besser machen kann. So, das sind jetzt die letzten Bänder, weil für die Unterseite, da müssen wir uns jetzt noch nicht drum kümmern. Und wir hätten dafür auch gar keine Bänder mehr und wir brauchen auch keine mehr. Also 15 Stück, 16 lang. So. Und das letzte. Ich klebe mir das dann immer so auf, dass die Bänder hier nach oben liegen und dass das sozusagen auch dann meine Sichtrichtung ist, weil hier ist ja eine Schrift drauf und dieses Männchen mit dem Fernrohr, dass die Schriften und Bilder, wenn ihr habt, alle in eine Richtung zeigen. Deshalb sind diese beiden immer oben beim Aufbringen. So. Jetzt haben wir hier noch eins übrig. Das wird dann nachher die Rückseite. Aber da möchte ich erst mal gucken, wie rum ich das dann kleben muss. Deshalb, das hier lassen wir jetzt erstmal noch liegen. Wir nehmen uns das erste jetzt zur Hand. So, das hier ist auch noch frei, sonst könnten wir das da drauf kleben. Na, wir gucken.
So, jetzt legen wir uns die Bänder so über unseren, also in die entgegengesetzte Richtung. So werden die jetzt hingelegt. Dann nehme ich mir das nächste und drehe das um, so dass ich jetzt hier, hier gucken die Enden raus, richte mir das aus und habe ja jetzt hier den Klebestreifen und das wird dann so festgeklebt, so. Aber achtet drauf, dass es nicht zu fest ist, also nicht zu fest aufkleben, also zu stramm, sage ich jetzt mal. Ihr nehmt das und führt das hier locker rüber, auch hier locker, ne, hier ist ja noch der Klebestreifen drauf, locker rüber, so dass es schön übereinander liegt, aber nicht zu stramm ist. Und hier auch locker rüber und festkleben. Jetzt nehmen wir das nächste und legen uns es wieder so hin und kleben uns das so fest. Stimmt das? Moment. So, das war das erste, das zweite. So, genau. Und wieder schön darauf achten, dass es gleichmäßig überall den gleichen Rand hat. Dann schlagen wir uns die wieder über und nehmen uns das nächste zur Hand. Dann kann man das hier noch so ein bisschen ausrichten, ein bisschen fester ziehen. Aber achtet bitte darauf, dass die alle schön übereinander liegen. Na, manchmal so ein bisschen Geduld gefragt. Und dann auch wieder locker umschlagen und festkleben. Hier unten auch locker umschlagen und festkleben. Und das letzte gegenüberliegend locker umschlagen und festkleben. Dann nehmen wir uns das nächste, wir drehen uns das wieder nach oben, das nächste Bild und kleben das auf, achten wieder schön drauf, dass wir überall den gleichen Randabstand haben. Deshalb mache ich das gerne mit Flüssigkleber. Da kann man auch noch mal mit dem Falzbein drüber gehen. Also das ist eine recht wackelige Angelegenheit, ihr seht das, aber das hält trotzdem ganz gut. Wir schlagen wieder über. Und nehmen uns das nächste.
gucken wieder, dass wir das schön ausgerichtet haben. Schutzfolie abziehen, umschlagen, Schutzfolie abziehen, umschlagen, schön nicht zu fest, nicht zu stramm ziehen und locker umschlagen. Jetzt wieder das nächste Bild aufkleben. Auch ruhig, schön sich Zeit lassen mit dem Kleben. Darauf achten, dass es überall den gleichen Abstand hat. Weil es macht ja schon ein bisschen Mühe. Es ist auch ein Papierfresser. Und da möchte man ja auch, dass es schön ist. So, dann wieder umlegen. Die Bänder. Und wieder das nächste drauflegen. Ausrichten. Das Ganze, dass es schön gerade ist. Überall ein bisschen gucken. So, dann kann man hier wieder die Schutzfolie abnehmen. Schön locker umschlagen, festkleben. Hier auch. Ja. So, und das nächste. So, und dann kann man natürlich das entsprechend dekorieren, je nachdem, was für ein Thema man hat. Ich finde, das ist halt ein echt süßes kleines Fotoalbum, kann man daraus machen. Schönes Geschenk für jemand, der vielleicht eine große Reise macht. Das ist eine süße Geschichte. So, jetzt kommt das letzte. Und wir haben diese Seite noch nicht beklebt. Also wenn wir das jetzt hier auch wieder umschlagen und aufkleben würden, dann legen wir das ja so drauf. Dann ist aber diese Seite nicht beklebt. Also die müssen wir jetzt zuerst mal bekleben. Moment, wie legen wir das auf? So, also so. 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 Sonst hätten wir da nachher die Bänder im Weg und dann könnten wir das nicht mehr anständig bekleben. Deshalb machen wir das jetzt mal hier zuerst. So. Dann schlagen wir hier wieder die Bänder um. Ein letztes Mal.
und legen das hier auf. Schön ausrichten, dass der Stapel genau übereinander liegt. Dann kann man hier die Schutzfolie abziehen und locker umschlagen, also nicht zu stramm, sonst funktioniert der Mechanismus nicht. Dann verhakt es sich nämlich. Und ja, hatte ich denn eigentlich so viel? Ach nein, für die Unterseite. So, auch hier wieder drauf achten, dass es überall schön gleichmäßig sitzt. Gerne nochmal mit dem Falzbein nachgehen. Jetzt kann man das einmal umdrehen. So rum. So wird es jetzt aufgeklebt. So, und damit ist das Album fertig. So, dann gucken wir mal, ob das klappt. Funktioniert. Ich finde, es ist eine tolle Sache und ja, also ich glaube, dass sich da jemand drüber freuen wird und ja, hinterlasst mir gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben, Abo, Kommentar und ich freue mich, wenn es euch gefällt und ihr das auch mal nachbastelt. Noch eine Geschichte, hier der Affiliate-Link in meiner Bio, nutzt den gerne, kriege ich eine kleine Provision, das würde mir helfen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!